Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und es kam schon lange nicht mehr. Wir haben letzten Monat ausgesetzt. Die Strider-Liste mit den besten Spielern weltweit, die er erstellt hatte, ist nun mal wieder in diesem Monat verfügbar. Denn letzten Monat hatten wir aufgrund der legendären Edelsteine die Liste für einen Monat dann mal kurz stillgelegt, da sich in der Zeit viel getan hat, stat-punkttechnisch, und ja, wir den Leuten einen Monat Zeit gegeben haben, so mehr oder weniger, um sich dann neu zu equippen. Und genau, deswegen war letzten Monat so ein bisschen, haben wir mal einmal ausgesetzt, jetzt geht es wieder ganz normal weiter, ein bisschen abgewandelter Form diesmal. Ja, in dieser Episode von Striders monatlichen Liste, welche Spieler momentan auf Platz 1 sind, so die besten Spieler weltweit, hat er diesmal in einem Turniersystem, was mit dem Programm von MA21 natürlich geht, hat er die 50 besten Spieler gegeneinander antreten lassen. Also die 50 besten Spieler berechnet nach Haupt- und Nebenattribut, also welche die besten Haupt- und Nebenattribute haben, hatte er gegeneinander antreten lassen. Und ja, die Liste werde ich euch jetzt mal zeigen. Es sind mehrere Listen auf jeden Fall. Von Platz 50 bis Platz 1, wer momentan die Führung hat. Und ich erkläre es nochmal ganz kurz. Es gibt ja diese, also es kommen ja immer wieder neue Leute dazu, die das vielleicht nicht ganz verstehen. Es gibt ja die internationale Ehrenhalle, auch IHOF auf Englisch genannt, International Hall of Fame. Und ja, hier sehen wir die besten Spieler der Welt sozusagen, wenn es so nach den Statpunkten geht oder wie sie sich halt auf ihren eigenen Server schlagen und dann die anderen von ihren anderen Server dann schlagen. Jeder auf Platz 1 oder der gerade Platz 1 auf seinem privaten Server ist, wird dann nächsten Tag dann aufgenommen in die internationale Ehrenhalle und dort kämpfen die dann nochmal um die besten Plätze. So, hier ist die Liste aber nicht immer gleich also Platz 1 ist dann automatisch der beste Spieler. Das berechnet sich dann schon ein bisschen anders, weil es sind viele Random-Faktoren drinne, einmal kann der gewinnen, so, das ist halt, macht hier oben ganz großen Unterschied, der Random-Faktor. Außerdem sind manche nicht so PvP-mäßig geskillt, sondern eher so PvE-mäßig. Das heißt, es könnte zum Beispiel jemand, der nur Intelligenz als Magier jetzt als Beispiel geskillt hatte und ganz, ganz wenig Ausdauer dafür hat, der ist zwar vielleicht statpunkttechnisch vielleicht ganz oben mit dabei, weil er ganz viel Statpunkte hat und immer auf Gold gegangen ist und so weiter und so fort. Nützt ihn aber nichts, wenn er nicht so viel Ausdauer hochzieht und dadurch im PvP schwächer ist, weil da braucht man eine gute Balance zwischen den beiden Hauptattributen. Und deswegen werden die beiden dann zusammen addiert und Strider hatte die dann gegeneinander kämpfen lassen. Also es gibt dann sozusagen noch eine wahre PvP internationale Hall of Fame Liste abseits von der hier. Und vor allen Dingen werden in diesem Turniersystem die Leute tausende Male gegeneinander antreten, bevor da denn ein richtiges Ergebnis stattfindet, oder zustande kommt. Und hier haben wir einmal jetzt angefangen mit Platz 50, mit dem Ormel hier bis Platz 41. Hier oben haben wir die ersten Ränge. Hier oben sehen wir zum Beispiel auch Dr. Darm, der momentan Stufe 612 ist, zu dem aktuellen Zeitpunkt, wo ich das jetzt gerade hier aufnehme. Und genau, er ist 612 und somit momentan der höchste Spieler weltweit. Höchster Spieler heißt aber nicht automatisch gleich bester Spieler. Ihr seht, er ist auf Platz 44 momentan weltweit und hier in der internationalen Hall of Fame müsste er dann relativ weit unten sein, dadurch, dass er halt aber eben, auf welchen Server spielt er eigentlich? S4.de, ich weiß nicht, leider kann man die Spielewelten nicht so filtern. S4.de ist, denke ich mal, safe nicht Dr. Darm, sondern irgendjemand anders bestimmt, weil der halt extrem auf XP geht und halt eben nicht auf Gold. Trotzdem ist er halt relativ oben mit dabei und da halt eben nicht zweimal. Hier ist S4 momentan auf Platz 64, und da, achso, das ist S4 Frankreich, okay, ich finde jetzt S4.de nicht, das sehe ich leider jetzt nicht, aber da halt S4.de nicht zweimal, Platz 29, da der nicht zweimal in der internationalen Ehrenhalle mit auftauchen kann, der deutsche Server 4,
ist er halt hier nochmal extra aufgelistet, ne? Da sich halt ein paar Leute eben auch, ja, da die halt sehr gut sind, ne, auf S4 vielleicht der eine gegen den anderen kämpft und die sind halt vielleicht beide gleich stark, nur der eine schafft es dann an einem Tag in die internationale Hall of Fame, der andere den anderen Tag, oder wenn der eine mal Glück hat, schafft er es 2, 3, 4 Mal hintereinander, ne? Und ja, deswegen kommt halt nur einer hier in die Liste rein von dem Server. Und ja, der zweite kann ja vielleicht auch sehr, sehr gut sein, kommt aber halt hier eben nicht, oder ist hier halt eben nicht zu sehen, weil der Server wird nur einmal repräsentiert von demjenigen. Ne? Und deswegen, ja, sehen wir hier nochmal denn die aufgelistet, die Leute nach ihrer wahren Stärke sozusagen. Kommen wir zur nächsten Seite. Hier von Platz 40 bis Platz 31 haben wir hier die Leute dabei. Suchiru, auch ein sehr starker Spieler, auch sehr bekannt. Ich glaube, das ist einer der am meisten, das ist ein Magier, der am meisten Main-Attribut hat in Intelligenz. Ja, und der hat halt viele Stats, der ist ziemlich stark, aber hier halt auch nur Platz 34, weil er halt ziemlich krass halt in Intelligenz reingeskillt hat und eben nicht so viel in Ausdauer, und deswegen schwankt er halt relativ stark und wird von der Ehre halt auch schnell wieder runtergeholt ebenso, ne? Genau, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das der Spieler ist, der am meisten Mainstat hat, da bin ich mir jetzt unsicher, ne? Auf jeden Fall ein trotzdem sehr starker Spieler. So, nächste Seite, von Platz 30 bis Platz 21 haben wir hier die Leute am Start. Ja, auch ziemlich interessant hier auf jeden Fall, damit ihr das mal seht. Und wie gesagt, das sind halt alles Leute, die gegeneinander antreten im Turniersystem. Also ich denke mal so, kämpfen alle gegeneinander und der gewinnt, der andere scheidet aus und kommt weiter und so weiter und so fort. Ne? So, vorletzte Seite haben wir hier einmal die Top 20, ne? Also Platz 20 bis Platz 11 haben wir hier, bevor wir zur letzten Seite kommen. Ja, und hier sind auch viele Leute dabei, die man so kennt. Ignil, ne? Dein Nachbar ist hier am Start, und ja, Toni kennt man auch auf jeden Fall. Der ist auch öfter mal zu sehen. Ne? Und ja, kommen wir zur letzten Seite. Und hier haben wir einmal die Top 10 sozusagen. Da haben wir einmal auf Platz 10 den Riddick. Ja, dann haben wir hier DFPS auf Platz 9. Dann Manchurian auf der 8. Meister auf Platz 7. Ja, gerade frisch Stufe 600 erreicht. Glückwunsch dazu. Platz 6 Don Zeus. Platz 5 Strider. Platz 4 die Nachteule. Platz 3 Furaken. Platz 2 der Viper. Nach wie vor sehr konstant. Und Platz 1 weiterhin der Synth. Er hatte mir den Namen schon mal gesagt, ja, aber ich vergesse es immer wieder, wie man ihn richtig ausspricht. Auf jeden Fall eher momentan noch weiter oben als jetzt zum Beispiel die Nachteule. Die Nachteule führt momentan hier gerade in der Rangliste eben die Rangliste an, aber ihr seht, das ist halt ziemlich, die Kämpfe sind halt ziemlich random so, ne? Und ein Kampf kann da halt eben viel ausmachen. Deswegen werden denn die Gegner dann dementsprechend halt in diesem Turniersystem dann häufiger gegeneinander antreten, um dann halt zu sehen, wer jetzt hier die wahre Nummer 1 ist. So, hier der Synth ist, glaube ich, noch einer der am meisten Statpunkte overall hat. Ne? Über ihn hatten wir ja schon mal ein Video gemacht, da durfte ich mal in seinen Account reinschnuppern und mal schauen, was so der Gute hier so geskillt hat. Und ja, da hatten wir den Account mal aus erster Sicht quasi gesehen gehabt. Gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Kam auch sehr gut bei euch an. Ne? Und falls hier Leute zuschauen, die hier auch so weit oben sind in der Rangliste, ich sag mal so die Top 10, Top 20, so würde ich mal so sagen. Falls da jemand zuschaut und da Lust drauf hat, irgendwie mal ein Video oder in einem Video mit dabei zu sein, dann lade ich euch gerne dazu ein, ne? Weil bisher haben sich die Leute immer von alleine gemeldet, aber ich weiß halt nicht, wer mich halt von den Leuten verfolgt, deswegen, und ich will ja auch nicht jeden anschreiben hiervon, und falls da jemand dabei ist, dass so eine High-Level-Accounts, die richtig schon lange dabei sind, die sind immer interessant anzusehen, und falls ihr da das Vertrauen habt, wie gesagt, ich durfte ja schon in den Account von Viper schon rein, von Synth, das sind ja schon die Top-Spieler, und
Wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Discord bin ich am besten erreichbar, Instagram auch, ja, oder Twitter. Unter den YouTube-Kommentaren könnt ihr es auch machen, aber da könnte es sein, dass es vielleicht verloren geht. Deswegen, da auf jeden Fall immer am besten. Und dann, ja, wenn ihr Bock drauf habt, können wir da gerne mal eine kleine Kooperation starten. Ne? Gut, ansonsten waren das soweit die Top 50 Spieler. Ne, momentan. Nächsten Monat gibt es dann wieder so eine Liste, dann kommt das Ganze dann wieder jetzt regelmäßig. Aber wie gesagt, durch die legendären Edelsteine, die haben einiges durcheinander gebracht, vieles über den Haufen geworfen. Und deswegen hatten wir da jetzt das Ganze erstmal einen Monat ruhen lassen, bevor sich die Leute jetzt wieder komplett neu equipped haben mit den neuen Edelsteinen. Ne? Gut, schauen wir den Kampf noch zu Ende. Noch ein Crit. Jawohl, sehr gut. Und jo, das soll es dann soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, dann lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.